Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal zwischendurch kein Opel, sondern BMW-Content, und zwar geht es um die Schlüsselbatterie von den F-Serie-Modellen. Bei mir ist jetzt so, ich wollte das Auto ummelden, weil ich bin ja umgezogen und wollte dafür den Fahrzeugschein aus dem Auto holen und habe festgestellt, hey, der Schlüssel öffnet das Auto gar nicht mehr. Es gibt ja Gott sei Dank, das kennt ihr wahrscheinlich hier oben, ist nochmal hinterlegt, wenn ihr hier hinten drauf drückt. Hier ist so eine kleine Tastfläche. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr hier vorne dieses Teil rausziehen. Und da habt ihr einen Notschlüssel, dann kriegt ihr zumindest das Auto aufgeschlossen. Ihr müsst euch aber bewusst sein, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Alarmanlage angeht. Denn wenn ihr normalerweise abschaltet, oder abschließt, ist ja die Alarmanlage aktiv. Und wenn ihr dann nur mit dem physischen Schlüssel das Ganze öffnet, habt ihr das Problem, dass die Alarmanlage eben entsprechend losgeht. Bedeutet, wir müssen die Schlüsselbatterie tauschen. Wie machen wir das? Wie gesagt, hier hinten auf diesen Knopf drücken, den physischen Schlüssel herausziehen. Und dann, ich hoffe, man kann das erkennen, gibt es hier so zwei kleine Nasen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video gut zu erkennen ist. Ich hoffe, es gibt zwei so kleine Nasen. Da könnt ihr mit dem Fingernagel zum Beispiel drunter gehen. Ich würde die Seite hier empfehlen, da kommt man noch am besten hin. Und dann einfach vorsichtig nach oben ziehen. Dann macht das einmal Klack und dann geht hier der Deckel ab und darunter sitzt dann die entsprechende Knopfzelle. Das hier ist jetzt eine CR2450. Habe ich mir auch schon neue bestellt. Die liegen hier. Dann geht das am besten, wenn ihr einen kleinen Schraubenzieher oder irgendwas nehmt oder wenn ihr, ja, eigentlich ist problemlos möglich, da einen Schraubenzieher zu nehmen, sollte eigentlich nichts passieren. Die Batterie ist eh tot. Dann hier raushebeln. Dann ist die Batterie draußen. Dann ich habe immer noch mal einen Batterietester, einfach um ganz sicher zu gehen, dass wirklich die Batterie tot ist. Bei dem ist jetzt so, oben habt ihr die normale Anzeige für die normalen Batterien und im unteren Bereich habt ihr die Anzeige für die Knopfzellen. Und da seht ihr schon, ist der Bereich ein ganz anderer. Jetzt nehmen wir hier mal die Knopfzelle, packen die da rein und wie wir sehen können, die ist komplett tot. Da gibt es gar keinen Ausschlag, da ist einfach vorbei. Jetzt holen wir uns hier eine neue Knopfzelle. Ich liebe diese Verpackung. Es ist grauenhaft. Das ist wie so Wurst oder Käse, das so eingepackt ist, dass man gar nicht rankommt. Die verkaufen es einem, aber sie wollen eigentlich nicht, dass man es konsumiert. Ja, ich weiß es hier wegen Kinder und so, aber ganz ehrlich. So, das Aufwendigste an dem ganzen Prozess ist, die Batterie hier rauszubekommen. Seht ihr ja schon? Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Halleluja. So, dann haben wir das geschafft. Dann prüfen wir einmal, was die Batterie sagt. Und da sehen wir schon, die sieht gut aus, die zeigt grün an. Das heißt, die können wir verwenden. Wir bauen sie genauso wieder ein, dass die Plusseite nach oben guckt. Einmal festdrücken. Dann hier ist auch wieder so eine Nase. Da müsst ihr darauf achten, dass die Nase hier nach unten zuerst reinkommt. Und dann einfach fest zudrücken. Den physischen Schlüssel wieder einstecken. Fertig und ihr habt die Schlüsselbatterie getauscht. Das war das ganze Prozedere. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr unsicher seid, einfach zwischendurch mal die Batterie prüfen. Normalerweise ist es aber so, dass bei den F-Serie-Modellen, wenn ihr ins Fahrzeug einsteigt, er euch eine Warnmeldung gibt, dass die Batterie relativ schwach ist und dass ihr die tauschen sollt. Falls ihr das Fahrzeug mal länger stehen habt und die Meldung überseht und es dann nicht mehr aufgeht, wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie ihr sie tauschen könnt. Hier hinten auf das Knöpfchen drücken, den Schlüssel rausziehen und dann könnt ihr die Kappe abnehmen und die Batterie tauschen. Und wie gesagt, ihr braucht hier CR2450. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euer Auto wieder ganz normal auf- und zuschließen. Ich hoffe, es war hilfreich. Wie gesagt, nur ein kurzes Video zwischendurch. Schaut gerne bei der Opel Ventildeckel-Serie rein. Da bin ich fleißig am Werkeln. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.